Seit bald 3 Jahren sind wir in den Amerikas unterwegs und erleben die unglaublichsten Orte und schönsten Momente. Dennoch hält die Reise immer noch ihre Überraschungen für uns bereit. Auch diesmal klappt nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten, und wir werden Zeugen der Folgen, wenn sich der Mensch in die Natur einmischt. Der ist jetzt hier, ist zur Plage geworden und wird gejagt. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir werden auch einmal mehr auf die schönstmögliche Art überrascht und dürfen mit lieben Freunden ein besonderes Erlebnis teilen, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Wie cool ist das bitte? Oh, steht der einfach da? Einfach so, ganz alleine. Hola, willkommen zu diesem Video und schön, euch wieder dabei zu haben. Es ist die Zeit gekommen, wo wir Ushuaia und das Gebiet hier verlassen. Wir sind ein bisschen wehmütig, es war eine richtig gute Zeit hier, aber ja, irgendwann muss man eben weiter und wir wollen ja auch weiter. Bevor wir aber weg können, müssen wir noch ein paar Erledigungen machen, denn ja, so viel Infrastruktur wie hier werden wir jetzt länger nicht mehr sehen. Also nutzen wir das nochmal. Hola! Ist schon recht imposant, diese Stadt mit den Bergen dahinter. Also wir werden Ushuaia, glaube ich, schon vermissen. Die Stadt selbst, da waren wir ja doch einige Male zum Kaffee trinken, schlendern, aber auch natürlich die Umgebung. Also ich glaube, es wird uns fehlen. Ich glaube schon. Aber wird ja noch vieles Schönes kommen. Auf jeden Fall. Darauf freuen wir uns gleichzeitig eben auch. Wir gehen hier in Ushuaia meistens entweder im Carrefour oder La Anonima einkaufen. Mittlerweile eigentlich fast nur noch La Anonima, oder? Ja, gefällt uns besser. Ja, hier ist vor allem viel mehr an frischen Gemüsen, Gemüsen, sagt man Gemüsen? Ja, mehr frische Lebensmittel. Und die Preise sind, glaube ich, ähnlich wie im Carrefour. Ja. Also von dem her, ja. Wir müssen aber gucken, dass wir nicht allzu viel einkaufen, weil die chilenische Grenze ist ja auch wieder nicht so weit. Ja, dass die uns da nicht wieder alles wegnehmen. So, dieser Einkauf hat jetzt 150.000 Pesos gekostet etwa. Das sind knapp 135 Euro. Und da haben wir aber schon gut eingekauft. Also wir haben jetzt für eine Woche, haben wir, glaube ich, genug zu essen auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Vorräte aufgestockt. Und da sind auch noch 5 Euro etwa an Discount vom Treueprogramm drin. Denn man kann sich auch hier wieder anmelden bei so einem Treueprogramm und dann kann man ein bisschen was sparen. Ist ein bisschen teurer hier im Süden als im Norden oben, habe ich das Gefühl. Aber es geht, man kriegt wenigstens alles. Die Gruppe, mit der wir hier die Tage und Wochen verbracht haben, hat sich großteils schon aufgelöst. Die meisten sind auch schon unterwegs in Richtung Norden, die sind ein bisschen früher losgestartet. Wir sind jetzt noch mit Svenja und Basti hier. Wir wollen noch ein bisschen zusammen reisen. Es fühlt sich seltsam an, dass wir bald hier wegfahren. Auf jeden Fall müssen wir noch einmal tanken, das machen wir noch und dann wird es Zeit auch für uns in den Norden zu fahren. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bien, gracias. Vamos, chicos, adelante. Ciao, Ushuaia. Ciao, ciao, Ushuaia. War schön. Immerhin ist das Tanken hier in Feuerland günstig. Wir haben jetzt knapp 93 Cent bezahlt auf den Liter. Wenn man bedenkt, dass sonst alles andere ziemlich teuer ist, ist zumindest das Tanken für uns richtig günstig. Ja, aber jetzt
geht's weiter und endlich mal Richtung Norden. Ja, ich glaube, das ist es. Wenn wir da rechts hin? Ja. Ich glaube, hier halten wir es gut ein bisschen aus. Obwohl, wir sind ja nicht nur wegen dem schönen Platz hier. Andere Reisende, die vor ein paar Monaten hier waren, haben uns den Platz empfohlen, denn hier gibt es wohl ganz fleißige Tierchen zu sehen. Wir haben gerade zwar einen Tourguide hier noch getroffen mit seiner Gruppe und er meinte, unser Timing ist ein bisschen schlecht. Vielleicht sind sie gar nicht mehr hier und sind weitergezogen, aber vielleicht haben wir ja bei der Dämmerung mehr Glück. Das ist ja meistens eine gute Zeit, um Tiere zu beobachten. Von dem her richten wir uns jetzt einfach mal ein und gucken dann später nochmal, ob wir vielleicht Glück haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ein richtig schöner Spot hier geworden. Wir haben die letzten paar Wochen viel Zeit mit anderen Reisenden verbracht und sind deshalb wenig gefahren oder standen auch öfters mal am gleichen Platz. Außerdem ist das Wetter hier in Feuerland sehr durchzogen, weshalb unsere fest verbauten Solaranlage nicht wirklich viel Strom bekommt und unsere Batterien durch das Fahren auch nicht geladen werden. Seit gut 3 Jahren haben wir jetzt die perfekte Ergänzung für unser Problem. Sobald die Sonne ein bisschen scheint, holen wir das Solarpanel und auch die Powerstation von Jackery raus und können so auch wirklich den letzten Sonnenstrahl perfekt nutzen. Unser 200 Watt Solarpanel können wir durch die flexiblen Füße perfekt zur Sonne ausrichten. Das ist natürlich gerade im Winter oder auch hier im Süden, wo die Sonne so tief steht, ideal. Die Energie geht dann direkt in unsere Powerstation mit 1070 Wattstunden Energiekapazität und 1500 Watt Leistung. Über 12 Volt oder auch 230 Volt können wir damit dann unsere Laptops, Handys, die Kamera laden oder auch unser Starlink betreiben. Und falls mal wirklich gar keine Sonne scheint, können wir die Powerstation auch über den Autostecker oder die ganz übliche Steckdose in der Wand laden. Es ist ein wirklich gutes Gefühl, dass wir uns überall auf der Welt auf Jackery verlassen können. Und natürlich gibt es das Panel und auch die Powerstation in verschiedenen Ausführungen und Varianten, sodass sie so ziemlich alle Bedürfnisse abdecken, sei es beim Campen oder auch als Notstromlösung für zu Hause. Schaut also unbedingt über den Link unten in der Videobeschreibung bei Jackery vorbei. Aktuell erhält ihr mit unserem Rabattcode 5% Rabatt auf eure gesamte Jackery-Bestellung. Verpasst also die Chance nicht. Man glaubt es kaum, es ist immer noch hell und trotzdem haben wir schon 6:30 abends. Also ja, die Tage sind hier wirklich lang. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir gucken jetzt doch mal, wir laufen hier so ein bisschen rundherum und gucken, ob der Biber, den wir hier nämlich sehen wollen, vielleicht doch zu finden ist. Mal gucken, hoffen darf man ja. Eigentlich ist der Biber ja gar keine einheimische Art. Wir haben vorhin recht lange mit einem Tourguide gesprochen, der hat uns erklärt, dass Kanadier wohl die Biber hierher gebracht haben für die Pelzproduktion. Ja, anscheinend hat sich der Biber hier aber entwickelt und an die Begebenheiten angepasst, sodass sein Leder und Fell eben gar nicht mehr für die Menschen nutzbar war, in dem Sinne, wie das angedacht war. Der Biber hat sich aber, weil er keine Fressfeinde hat, hier verbreitet und gilt jetzt sogar als invasiv und als störend. Also es darf auch der Biber gejagt werden. Und das ist auch ein bisschen der Grund, wieso wir heute ein bisschen pessimistisch sind mittlerweile, was den Biber hier angeht.
sieht ja schon aus, als hätte der Biber hier ziemlich fleißig gearbeitet. Ja. Und auch der Biberbau, der da steht. Er war hier. Das auf jeden Fall, ja. Uns wurde gesagt, dass vor etwa 3 Wochen einer der Biberdämme hier gebrochen ist. Und ja, normalerweise würde der Biber ein paar Tage brauchen, um das zu reparieren und den Damm wieder voll funktionsfähig zu machen. Das ist aber nicht passiert. Also irgendwas ist da, dass der Biber nicht hier ist, und in Kombination damit, dass ja eben der Biber hier zur Jagd freigegeben ist, ist nun die Vermutung, dass der Biber, der hier normalerweise lebte, eben nicht mehr hier ist, dass der wahrscheinlich von einem Jäger erlegt wurde. Man weiß es nicht ganz genau, aber dadurch, dass er auch seit 3 Wochen nicht mehr gesichtet wurde, ja, ist das schon recht naheliegend. Eigentlich schon schade zu sehen, wie der Mensch in die Natur eingreift. Das haben wir leider auf der Reise immer wieder gesehen. Und jetzt auch hier. Also der Biber ist hier nicht zu Hause eigentlich. Und der ist jetzt hier, ist zur Plage geworden und wird gejagt. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wir gehen jetzt auch langsam wieder zurück zum Van und machen uns einen gemütlichen Abend mit unseren Camp-Nachbarn. Ich glaube, wir grillen, oder? Haben wir doch gesagt. Ja. Ja. Steak oder so. Gekauft. Ich glaube, wir lassen es uns auf jeden Fall noch mal gut gehen. Wir müssen ja die letzten Tage, die wir zusammen haben, noch mal genießen. Ja, sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, wir sind fast fertig hier. Ja. Ja, Kartoffeln sind fertig. Der Mais noch 2-3 Minuten, aber wir können eigentlich raus. Dann können wir das Fleisch auf den Grill legen. Perfekt. Komme ich gleich raus. Yep. Gracias. Gracias a ti. Oh, das riecht ja schon gut hier. Ja. Soll ich mal drehen? Ja. Noch heißer als gedacht, hä? Ja. Hallo. Auf gute Gesellschaft, auf euch. Hier, Baby. So ein voll beladener Tisch hier. Will jemand von dem Parfum? Oh ja. Kann man machen. Ist geil. Lagune Tinto. Ja, aber das soll das ein Künstler so irgendwie ineinander machen, dass diese Elemente zu einem zusammen gemacht werden. Guten Morgen. Boah, hat das wieder gut getan, mal wieder Sport machen. Ich gebe zu, ich war die letzten Tage nicht ganz so diszipliniert, wie ich es gerne gewesen wäre. Ich muss auch sagen, in Gesellschaft fällt es mir schwer, an der Routine so richtig festzuhalten. Aber alle paar Tage lief schon was und wir waren ja auch viel wandern. Und jetzt hier an diesem idyllischen Ort war das einfach, ja, hat sich's gerade so angeboten. Und das Sportfieber greift auch richtig im Camp um. Also Svenny und Basti sind jetzt auch joggen gegangen. Und ja, ich mache mir dafür jetzt endlich meinen gemütlichen Kaffee, starte langsam in den Tag. Ich guck mal, was Roberto macht. Schön hier. Hat gut getan? Hat gut getan. Danke fürs Ansporn. Ach so, das war nicht wegen mir. Manchmal braucht man die nötige Inspiration. Den nötigen Tritt in den Hintern. Ja, jetzt wird's ernst. Denn Carla hat einen Kaffee empfohlen. Und das ist auf halbem Weg heute. Das
Das war ja mal ein gemütlicher Morgen. Das Frühstück war hier besonders lecker und die Sonne wärmt richtig. Das ist so, ja, ist wirklich ein richtig idyllischer Platz. Aber ihr hört schon, der Motor ist an. Es geht wieder weiter. Wir wollen heute ein paar Kilometer schaffen. Ist glaube ich nicht allzu weit, aber ja, fahren einfach mal los. Und wir machen auch noch einen Zwischenhalt dazwischen. Wir haben nämlich eine Empfehlung bekommen. Und ich glaube, ja, wir sehen uns einfach gleich da wieder. Warm. Was hast du genommen? Also ich habe mich diesmal auch für salzig entschieden. Die sind glaube ich mit Käse oder so. Ich kapiere es noch nicht ganz. Und danach gibt es noch Macarons als Dessert. Aber ist deine auch gefüllt? Und alle gefüllt. Aber die lagen so rum zu uns. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass die gefüllt sind. Oh, schmeckt geil. Okay. Ja, aber der ist wirklich geil. Boah, die haben, ich glaube das ist mit Schuss. Wir machen jetzt Soundeffekt. Ist aber sehr gut. Mucho tiempo atrás, pero igualmente, muchas gracias. Gracias. Ciao. Genau deswegen sind wir eigentlich in diese Bäckerei gekommen, denn das hier ist diese Yerba für Mate. Das ist ein gratis Service hier von der Bäckerei. Kann man für sich ein bisschen abzapfen und seine Mate trinken. Wir haben halt leider weder Becher noch Wasser noch. Ja, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, wir wollen auch weiterfahren. Aber ja, voll witzig, dass die das so einfach so für die Leute bereitstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass da richtig was los ist. Also die Halle ist ja riesig. Für mich gab es ja wieder mal gar nichts, denn Süßes ist nicht so mein Ding. Ich habe aber noch ein Käsebällchen mit, vielleicht probierst du es noch. Das ist Mal nicht schauen. süß. Ja. Ja, wir fahren jetzt los Haben noch ein paar Kilometer vor uns. und sehen uns dann gleich da. Wir sind endlich angekommen. Ja, die Fahrt hier war nicht unbedingt die angenehmste, aber wir haben es geschafft und wir stehen hier vor einem Schiffswrack. Das sieht richtig imposant aus und auch die Geschichte dazu richtig speziell. Also dazu erzählen wir euch gleich mehr, aber wow, was für ein Bild. Man merkt, kaum sind wir wieder auf dieser Seite der Küste, ist es richtig windig. Noch nicht so ganz so schlimm, wie wir es auch schon hatten, aber schon so, dass man sich auch wieder einpackt und Windschutz sucht und wenigstens scheint die Sonne, es gibt ein bisschen Wärme. Dieses Schiffswrack ist die Desdemona. Sie ist 1985, vor 40 Jahren hier gestrandet, als der Kapitän Schutz vor Wellengang und Wind suchte. Das Problem ist, er fand hier auch eine Erhöhung im Meeresboden, die nicht auf der Karte eingezeichnet war. Und da hat sich das Schiff ein Loch im Rumpf geholt. Dadurch ist Wasser reingekommen und das Schiff fing an zu sinken. Der Kapitän hat geschafft, noch ein bisschen näher zum Strand zu kommen, um ja, den Schaden möglichst gering zu halten oder irgendwie noch das Beste rauszuholen. Aber ja, das Schiff lief auf Grund.
Es gibt noch ein paar Theorien rundherum, was da noch zusätzliche Gründe waren. Also eine Theorie ist zum Beispiel, dass auch Versicherungsbetrug involviert war oder versuchter Versicherungsbetrug. Aber auf jeden Fall hatte das Schiff davor auch schon Motorprobleme, die auch in Ushuaia in der Werkstatt nicht behoben werden konnten. Also war das Schiff ohnehin schon geschwächt unterwegs und ja, vielleicht war das hier auch das unausweichliche Schicksal des Schiffs. Jetzt sieht man's. Svenny meinte vorhin, da steht Hamburg auf dem Schiff und ich konnte es fast nicht glauben, aber ja, erst in Nähe sieht man es tatsächlich. Und tatsächlich ist es auch ein deutsches Schiff, das zwischen Nordamerika und Europa gefahren ist, bis es dann irgendwann mal über 2 Ecken nach Südamerika verkauft wurde. Die Kette kommt bis hier hinten und wahrscheinlich noch viel weiter. Wäre eigentlich schon cool, wenn wir den Anker finden würden, aber ich glaube, der ist entweder abgerissen oder irgendwo. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir anfangs nicht so viel erhofft von diesem Schiffswrack. Ich dachte, naja gut, da ist ein bisschen rostiges Metall. Aber wenn man so davor steht und vielleicht auch mal so für ein paar Sekunden einfach nur dieses Schiff auf sich wirken lässt, eben diesen Haufen Rost, dann ist das schon wirklich imposant. Das hat schon in den 40 Jahren so viel gesehen und erlebt, einfach nur indem, dass es hier steht und vor sich hin rottet. Das ist irgendwie, man fühlt sich so ein bisschen klein daneben. Ja, also von dem her bin ich richtig froh, dass Roberto dieses Schiff gefunden hat und wir das jetzt hier so sehen konnten. Es ist aber auch wirklich kalt hier an der Küste. Wir gehen jetzt langsam zurück zum Van, machen uns den gemütlichen Abend. Okay, wir wollten es uns eigentlich jetzt gemütlich machen, endlich anfangen zu kochen. Da kam eine Dame vorbei, mit der ich vorhin schon ein bisschen gesprochen habe und sie meinte, da vorne ist doch ernsthaft einfach ein Königspinguin, der hier ja, einfach an dem Strand ist seit etwa 2 Wochen und anscheinend ist er gerade in der Phase, wo er das Fell wechselt und wahrscheinlich morgen oder übermorgen schon wieder den Ort wechselt und weiterzieht. Ich habe noch nicht ganz die Logik verstanden, aber er ist jetzt hier. Soll nur 5 Minuten zu Fuß sein. Dann müssen wir das doch ausprobieren. Müssen wir unser Glück versuchen. Warum ist er alleine? Ja, wie willst du? Ja. Pingu. Oh Mann. Aber ist das wirklich einer da? Ich weiß nicht, ist ein schwarzer Fleck, der Licht reflektiert. Aber ich glaube schon. Also da ist auch die Frau, die von dem Pinguin gesprochen hat. Man sagt vielleicht was anderes. Genau. Aber der zittert auch so ein bisschen. Das wird ein bisschen frieren. Ich weiß nicht. Ja, weil normalerweise sind die doch in der Gruppe und so zusammen und dann kuscheln die und halten sich warm. Aber hier ist ja eigentlich eh warm. Ja. Eigentlich wahrscheinlich an der Antarktis. Ist ein bisschen frischer. Das ist Wahnsinn. Das ist mega schön. Einfach so komplett unerwartet, spontan. So Da steht er einfach. Ja. Ja. Was sind das? 15 Meter? 20? Maximal. Keine Ahnung. Das ist. Das Ja. ist richtig cool. Unsere erste Königspinguine, oder? Ja, wir haben noch nie Königspinguine gesehen. Und dann so in komplett freier Natur. Und er ist ja offensichtlich noch relativ jung, weil er verliert erst noch diese flauschigen Federn.
ja, ich frage, also, keine Ahnung, wieso der alleine hier ist. Die sind doch sonst in Gruppen. Keine Ahnung. Ich hoffe, er findet wieder zurück. Ja. Ach, so süß. Bingo! Wie cool ist das bitte? Oh, steht der einfach da? Einfach so, ganz alleine. Der Arme. Nee. Der sieht ein bisschen einsam aus. Das wird schon okay sein. Aber ist so cool. Unser erster Königspinguin. Ja, und so unverhofft. Ja. Also das macht das Erlebnis einfach gleich nochmal so viel schöner. Ja, vor allem, wir sind ja wegen dem Schiff gekommen da vorne. Ja. Und dann steht einfach ein Pinguin da. Naja. War schön, ein schöner Abschluss für heute. Ja. Und jetzt zurück zum Van, weil es richtig kalt geworden ist. Oh ja, sehr kalt. Wow, also als wir da noch beim Biberteich standen, hatten wir schon die Hoffnung auf ein schönes Tiererlebnis fast aufgegeben, aber das hier? Unglaublich, sowas zu sehen. Also, was aber komisch war für uns, ist, dass der einfach ganz alleine ist. Also, keine Ahnung, vielleicht weiß irgendjemand von euch, wieso auch Pinguine alleine sind, weil normalerweise sehen wir die eigentlich immer in Gruppen. Also, naja. Also wir hoffen, es geht ihm auf jeden Fall weiterhin gut. Wollen uns aber mit diesem tollen Erlebnis auch von euch verabschieden. Besser wird es einfach nicht mehr. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr uns unheimlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego, ciao. Und sie meinte, sie geben die Matte gratis, wenn man da halt einen Kuchen trinkt oder so. Kuchen trinken. Ich trinke Kuchen. Ihr zwei seid schlau, Meier. Gleich aufgefallen. Wie schön ist es hier? Wir sind hier einfach ganz alleine. Oder fast. Keine Ahnung, bis wo die ist.